Larissa Talle. Leoncio Rodriguez wuchs in einer einfachen, harmonischen Familie in der Stadt Guará auf. Ihre Eltern, bescheidene und zurückhaltende Menschen, erzogen ihre Tochter in einer Atmosphäre der Ehrlichkeit, der Achtung vor der Arbeit und der familiären Werte. Von klein auf zeichnete sich Larissa durch Disziplin aus und betrieb Sportgymnastik. Später schloss sie ihr Studium der Sportwissenschaft ab und arbeitete als Lehrerin und Trainerin in einem Fitnessclub. Sie führte einen gesunden Lebensstil, mied schädliche Gewohnheiten und achtete streng auf ihre Gesundheit. Sie hatte nur eine einzige ernsthafte Beziehung mit Luis Garnica, ihrem ersten Partner und Ehemann. In den Augen ihrer Familie wirkte er bescheiden und gut erzogen. Larissa glaubte an die Idee einer starken Familie und versuchte trotz Krisen in der Beziehung lange Zeit ihre Ehe zu retten. Luis Garnica stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater war ehemaliger Bürgermeister. Luis selbst hatte eine medizinische Ausbildung, aber hinter seiner äußerlichen Wohlhabenheit verbarg sich ein egozentrischer und berechnender Mensch. Nach Angaben von Larissas Verwandten hatte er zu Beginn der Beziehung kein stabiles Einkommen und wurde von Larissas Mutter unterstützt, die ihm regelmäßig Essen zukommen ließ. Trotz seines Diploms verbesserte sich die finanzielle Lage von Luis mit der Zeit nicht. Er kam mit den Ausgaben für sein Doppelleben, seiner offiziellen Familie und seiner außerehelichen Beziehung nicht zurecht. Sein Ruf unter Larissas Bekannten und Verwandten verschlechterte sich. Er wurde immer verschlossener, distanzierter und gleichgültiger. Selbst in den letzten Tagen des Lebens von Larissas Mutter besuchte er sie nur unter Zwang, obwohl sie so viel für ihn getan hatte. In den letzten Monaten ihrer Ehe war Luis teilnahmslos, kalt, kritisiert seine Frau wegen ihres Aussehens und mied den Kontakt. Trotz ihres Strebens nach Versöhnung entfernte er sich weiter von ihr und ignorierte die offensichtlichen Anzeichen einer Krise in ihrer Beziehung. Elisabeth Arabaza, die Mutter von Luis, spielte eine Schlüsselrolle in dieser Geschichte. Die 68-jährige Frau, die äußerlich ruhig und unauffällig wirkte, entpuppte sich in Wirklichkeit als Manipulatorin mit einer beunruhigenden Vergangenheit. Ihr ehemaliger Ehemann und ihre Tochter behaupteten, dass sie spielsüchtig war und hohe Schulden hatte. Sie wurde bereits verdächtigt, an dem mysteriösen Tod einer Verwandten beteiligt gewesen zu sein, mit der sie durch finanzielle Verpflichtungen verbunden war. Elisabeth bat Bekannte oft um Geld und geriet später unter Verdacht, fremden Schmuck verkauft zu haben. Ihr Verhalten in der Familie Garnica wurde unterschiedlich bewertet. Dabei gab sie sich gegenüber Larissa als fürsorgliche Schwiegermutter, gab aber gleichzeitig vertrauliche Informationen an ihren Sohn weiter und verschwieg ihrer Schwiegertochter wichtige Details. Mit der Zeit wurde klar, dass gerade sie eine entscheidende Rolle beim Zerfall der Familie und den weiteren tragischen Ereignissen gespielt hatte. Im Frühjahr 2025 spitzte sich die Situation in der Familie von Larissa und Luis zu. Die Konflikte wurden regelmäßiger und das Vertrauen war endgültig zerstört. Luis' Verhalten wurde immer distanzierter. Er berief sich oft auf seine Arbeit, angeblich notwendige Bereitschaftsdienste und Arbeitsschichten. In Wirklichkeit traf er sich regelmäßig mit einer anderen Frau, Leticia. Larissa kannte ihren Namen nicht, aber intuitiv begann sie eine Geliebte zu vermuten, insbesondere als sie Veränderungen im Tagesablauf ihres Mannes und seine grundlose Reizbarkeit bemerkte. Larissas Verdacht bestätigte sich nach einer zufälligen Observation. Mitte März sah sie Luis zu Leticias Haus gehen, was mit seinem Nachtdienst zusammenfiel. Bald darauf fand sie in seinem Auto intime Gegenstände und ein Medikament mit sedierender Wirkung. All diese Anzeichen schlossen einen Zufall aus. Sie erzählte Elisabeth davon, in der Hoffnung auf Unterstützung. Aber ihre Schwiegermutter gab alles sofort an ihren Sohn weiter und äußerte sich empört darüber, dass Larissa angeblich Nachforschungen angestellt hatte. Anstatt Hilfe zu erhalten, hörte sie, dass Untreue für einen Mann normal sei. Am 15. März 2025 teilte Larissa Luis ihre Absicht mit, die Ehe aufzulösen. Sie bestätigte ihre Entscheidung gegenüber einem vertrauten Freund. Das Ziel dieses Schrittes war es, die Spannung zu verringern und sich auf die offizielle Trennung vorzubereiten. Larissa informierte auch ihren Vater über die Situation und bat ihn, sich nicht einzumischen, um einen möglichen Konflikt zwischen ihrem Bruder und Luis zu vermeiden. Am nächsten Tag, dem 16. März, begann Elisabeth Arabaza im Internet nach Informationen über hochgiftige Substanzen zu suchen. Am selben Tag bot sie Larissa eine hausgemachte Suppe an, die diese aß, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein.
Nach einigen Stunden verspürte Larissa Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung, darunter Krämpfe und Übelkeit. Trotz ihres schlechten Befindens vermutete sie, dass Stress oder verdorbene Lebensmittel die Ursache sein könnten. Am 18. März teilte Larissa erneut ihre Verzweiflung mit und gestand ihrer Freundin, dass sie sich körperlich erschöpft fühlte und ihre Kräfte schwanden. Sie erklärte auch, dass Louis Gesprächen aus dem Weg gehe, während Elizabeth im Gegenteil ungewohnt aktiv sei, ihr Essen bringe, sich aufdränge und ständig Hilfe anbiete. Am 19. März erzählte Larissa einer Verwandten von ihrem schlechten Befinden und beschrieb Schüttelfrost, Schwäche, Bauchschmerzen und die Vorahnung von etwas Schrecklichem. Sie betonte, dass sie so etwas noch nie zuvor erlebt habe und dass die Symptome mehrere Tage anhielten. Diese Nachricht war eine der letzten, in denen sie offen über ihre Gesundheit sprach. Am 20. März sagte sie ihrem Vater erneut, dass sie keine Zukunft in der Ehe sehe, aber immer noch hoffte, einen öffentlichen Skandal zu vermeiden und rechnete damit, dass Louis einer Scheidung ohne Komplikationen zustimmen würde. Elizabeth verhielt sich an diesem Tag ruhig, brachte aber weiterhin Essen. Larissa sah trotz ihres Unwohlseins keinen direkten Zusammenhang mit dem Essen und glaubte, dass der Grund für das Geschehen emotionaler Druck war. Am 21. März erschien Elizabeth erneut mit Suppe. Larissas Zustand verschlechterte sich an diesem Tag drastisch. Am späten Abend brach sie den Kontakt ab. Einige Stunden später wurde bekannt gegeben, dass sie verstorben war. Am Morgen des 22. März 2025 teilte Louis Garnica mit, dass er seine Frau bewusstlos in der Wohnung gefunden habe. Er behauptete, dass er von seiner Nachtschicht zurückgekommen sei, nach Hause gegangen sei und Larissa auf dem Boden liegend gefunden habe. Seiner Version zufolge habe er sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen und den Rettungsdienst gerufen. Bereits in den ersten Stunden der Ermittlungen wurden jedoch Unstimmigkeiten zwischen seiner Darstellung und den objektiven Daten festgestellt. Einer der entscheidenden Punkte war die Nachricht, die Louis an Leticia geschickt hatte. Um 10:25 Uhr morgens informierte er seine Geliebte über den Tod von Larissa. 9 Minuten später, um 10:34 Uhr, traf der Rettungsdienst ein. Dabei führte Louis weiterhin Wiederbelebungsmaßnahmen durch und behauptete, seine Frau zeige Lebenszeichen. Nach dem Gutachten des Arztes befand sich die Frau jedoch bereits in einem Zustand der Leichenstarre, was eine erfolgreiche Wiederbelebung ausschloss. Die Rettungssanitäter stellten fest, dass der Körper kalt war, keine Anzeichen von Puls und Atmung aufwies und die Haut eine charakteristische Färbung angenommen hatte, die klar auf eine bereits längere Todeszeit hindeutete. Die Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, stellten ein weiteres Detail fest. Louis bestand auf einer sofortigen Einäscherung der Leiche. Er informierte Larissas Angehörige nicht sofort über ihren Tod. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Und ergriff die Initiative, um die für die Einäscherung erforderlichen Dokumente zu beschaffen. Dies weckte den Verdacht der Ermittler, da nach den Familientraditionen von Larissa eine solche Bestattungsart nie in Betracht gezogen worden war. Außerdem befand sich seine Schwester Viviane im Haus, die die Sanitäter empfing. Das Sicherheitspersonal des Komplexes bestätigte, dass Viviane gleichzeitig mit den Sanitätern erschien, was die Frage aufwarf, wie sie vor der Polizei dort sein konnte und warum gerade sie als Erste die Wohnung betrat. Am Tatort wurde festgestellt, dass die Einrichtung teilweise verändert worden war. Die Bettlaken waren vom Bett entfernt worden, daneben lagen zusammengerollte Handtücher mit blutähnlichen Flecken. Und im Wäschekorb wurden Gegenstände gefunden, die zum Reinigen verwendet worden sein könnten. Der Sanitäter, der die Leiche untersuchte, bemerkte Essensreste im Magen. Später führten genau diese Informationen dazu, dass eine toxikologische Untersuchung eingeleitet wurde. Die ursprüngliche Version eines möglichen Herzstillstands wurde durch den Verdacht auf Vergiftung ersetzt. Das Verhalten von Louis am Tag des Todes seiner Frau wurde als Versuch gewertet, eine plötzliche Tragödie zu inszenieren. Die Chronologie der Ereignisse, seine Aussagen, seine Handlungen vor und nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sowie der Zustand der Leiche deuteten auf ein geplantes Szenario hin. Die Ermittler interessierten sich auch für die Rolle von Viviane,
da sie offenbar vor der offiziellen Benachrichtigung von dem Tod wusste. Auf den ersten Blick erfüllte Louise die Pflichten eines Ehemanns, der sich in einer kritischen Situation befand. Doch Dokumente, Korrespondenz und Gutachten entlarvten nach und nach dieses äußere Bild. Es begann eine Phase, in der sich die Ermittlungen nicht nur auf die Umstände des Todes konzentrierten, sondern auch auf die Handlungen der Verdächtigen in den ersten Stunden danach. Es stellte sich heraus, dass am Tag nach Larissas Tod Transaktionen von ihren Bankkonten durchgeführt worden waren. Louise benutzte ihre Debitkarte, um Waren in einer Apotheke zu bezahlen und versuchte außerdem Geld am Geldautomaten abzuheben. Einige Transaktionen wurden von der Bank aufgrund verdächtiger Aktivitäten abgelehnt. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Versuch, auf das Sparkonto zuzugreifen, der jedoch aufgrund einer automatischen Sperrung erfolglos blieb. Später bestätigten die Bankmitarbeiter, dass die Transaktionen von Geräten aus durchgeführt wurden, die nicht Larissa gehörten. Außerdem erhielt ein Mitarbeiter in einer Bankfiliale in einer benachbarten Region eine persönliche Anfrage von Viviane, Informationen über den Kontostand von Larissa zu erhalten. Das Problem war, dass Viviane dazu nicht berechtigt war. Larissas Konto befand sich in einer anderen Region und der Versuch, ohne entsprechende Vollmacht darauf zuzugreifen, wurde als Überschreitung der Befugnisse registriert. Unterdessen bestand Larissas Familie, insbesondere ihr Bruder und ihr Vater, auf einer gründlichen Untersuchung der Umstände. Der Bruder der Verstorbenen, beunruhigt durch Gerüchte und Unstimmigkeiten, wandte sich an den Anwalt Mateus Fernando. Am 24. März, 2 Tage nach dem Tod, begannen die Beratungen mit dem Anwalt entgegen den Gerüchten im Internet, dass Larissa sich das Leben genommen habe, wies ihre Familie diese Version kategorisch zurück. Die Angehörigen bestanden darauf, dass Larissa keine psychischen Probleme hatte, ein aktives Leben führte, sich in Therapie befand und klare Pläne für die Zukunft hatte, darunter auch die Scheidung. Der von der Familie beauftragte Anwalt bestand darauf, dass die Leiche nicht eingeäschert wurde, bis die toxikologische Untersuchung abgeschlossen war. Diese Maßnahme veränderte den Verlauf des Verfahrens erheblich. Der Pathologe veranlasste eine umfassende Untersuchung, einschließlich eines Tests auf Giftstoffe. Die erste Untersuchung ergab keine eindeutige Todesursache, aber die Labortests waren entscheidend für die Bildung der Hauptversion. Parallel dazu begannen die Ermittler, digitale Spuren zu analysieren. Es wurden Messenger-Korrespondenzen, Geolokalisierungen und Anrufhistorien untersucht. Die Nachrichten zwischen Louise, Viviane und anderen Personen wurden wiederhergestellt. Ein entscheidender Punkt war die Offenlegung der Chats zwischen Viviane und Louise, in denen sie ihren Bruder warnte, vorsichtig mit Telefonen umzugehen und die Geräte nicht zu verwechseln. In einer der Nachrichten riet sie ihm, nicht zu vergessen, der Polizei die Herzprobleme von Larissas Verwandten zu erwähnen. Diese Anweisungen wurden als Versuch gewertet, eine falsche Version der Ereignisse zu schaffen und eine Erklärung für mögliche medizinische Ursachen vorzubereiten. Bis zum Abschluss der Ermittlungen erreichte der Anwalt der Familie von Larissa, dass ihre Konten vollständig eingefroren, der Zugang zu ihrem Vermögen eingeschränkt und alle zuständigen Behörden benachrichtigt wurden. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, weitere Manipulationsversuche von Louise und seinen Komplizen zu unterbinden. Genau zu diesem Zeitpunkt gab die Untersuchung die Version endgültig auf, dass Larissa aus freien Stücken aus dem Leben geschieden sei. Alle Handlungen der Verdächtigen deuteten auf den Versuch hin, die Situation zu kontrollieren und Beweise zu verbergen, und nicht auf eine natürliche Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Jeder Schritt von Louise und Viviane nach Larissas Tod war darauf ausgerichtet, Risiken zu minimieren und Beweise zu vernichten. Dies war der Grund für die Einleitung der aktiven Phase der Strafverfolgung. Einen Monat vor Larissas Tod starb Natalia Garnica, die Tochter von Elisabeth Arabasa, unter seltsamen Umständen. Damals blieb dieses Ereignis von der Öffentlichkeit unbemerkt. Als jedoch die Ermittlungen im Fall Larissa voranschritten, wurde die Polizei erneut auf den Tod von Natalia aufmerksam, nachdem sie eine Reihe verdächtiger Zufälle entdeckt hatte. Natalia lebte in Pontal mit einem Mann zusammen, mit dem sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebte. Kurz vor ihrem Tod hatte sie einen heftigen Streit mit ihrer Mutter Elizabeth, die kategorisch gegen ihre Pläne war, eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen. Der Streit entbrannte wegen Fragen der Erbschaft und der Anteile am Familienunternehmen. Nach dem Streit verließ der Mann das Haus und ließ Natalia allein mit ihrer Mutter zurück, was ungewöhnlich war.
In den folgenden Tagen klagte Natalia über eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, aber Elisabeth holte keinen Arzt und rief auch keinen Krankenwagen. Stattdessen kontaktierte sie Luis und Viviane, die sich in einer anderen Stadt befanden. Die Fahrt nach Pontal dauert etwa 40 Minuten. Während dieser ganzen Zeit blieb Natalia ohne Hilfe. Als Luis und Viviane ankamen, war Natalia bereits in einem kritischen Zustand und starb kurz darauf im Krankenhaus. Zeugenaussagen zufolge bestand Luis trotz seiner medizinischen Ausbildung nicht auf einer sofortigen Einweisung ins Krankenhaus und interessierte sich mehr dafür, wann die Sterbeurkunde ausgestellt werden würde. Diese Tatsache wurde protokolliert und war Gegenstand eines separaten Verfahrens. Natalias Tod wurde zunächst als natürlicher Tod eingestuft, aber im Laufe der Ermittlungen in Larissas Fall kamen Details ans Licht, die diese Version in Frage stellten. Das erste Alarmsignal war das Verschwinden von Natalias Haustier, einem Hund namens Barbie, der 2 Wochen vor der Tragödie plötzlich verstorben war. Nach Angaben von Verwandten litt der Hund nicht an chronischen Krankheiten. Die Initiative zur Exhumierung des Haustieres wurde von der Polizei unterstützt, da die Vermutung bestand, dass eine giftige Substanz möglicherweise zuvor an dem Tier getestet worden war. Natalias Vater, Antonio Garnica, gab bei der Befragung Informationen über die ernsthaften finanziellen Probleme von Elisabeth preis. Seinen Angaben zufolge hatte sie Schulden in Höhe von mehr als 300.000 Reais, von denen ein Teil mit Glücksspielen zusammenhing. Natalia hatte einen Anteil von 16% am Familienunternehmen, auf den ihre Mutter nach ihrem Tod Anspruch hatte. Elisabeths Bestreben, die vollständige Kontrolle über das Vermögen zu erlangen, führte zu Meinungsverschiedenheiten mit ihrem ehemaligen Ehemann Antonio, berichtete auch, dass Natalia kurz vor ihrem Tod von Drohungen ihrer Mutter in Bezug auf ihre persönlichen Beziehungen gesprochen hatte. Auch die Vergangenheit kam ans Licht. Vor einigen Jahren erzählte eine Freundin von Elisabeth von einem seltsamen Vorfall. Nach dem Teetrinken bekam sie starke Schmerzen und verlor das Bewusstsein. Nur dank der sofortigen medizinischen Hilfe konnte die Frau schwerwiegende Folgen vermeiden. Später vermuteten die Ärzte das Vorhandensein einer giftigen Substanz im Körper, aber die Angelegenheit wurde nicht weiter verfolgt. Als die Geschichte mit Larissa bekannt wurde, wandten sich andere Bekannte der Familie an die Strafverfolgungsbehörden und wiesen auf mögliche Auffälligkeiten im Verhalten von Elisabeth hin. Eine der Frauen gab an, dass Elisabeth ihr angeboten habe, eine Vollmacht für den Erhalt einer großen Geldüberweisung vom Staat auszustellen, wobei sie dies mit ihrer Hilfe begründete, aber tatsächlich vorhatte, sich Zugang zu dem Geld zu verschaffen. Nach der Analyse aller Übereinstimmungen kam die Untersuchung zu dem vorläufigen Schluss, dass Natalia das erste bestätigte Opfer gewesen sein könnte und ihr Hund Teil der Vorbereitung des Verbrechens war. Die Vergiftung, die Verschleierung der Symptome, die Verzögerung des Notrufs und das Motiv im Zusammenhang mit dem Erbe ergaben ein einheitliches Bild. Von diesem Moment an nahm der Fall eine völlig neue Dimension an. Vor dem Hintergrund der Ermittlungen zu den Todesfällen von Larissa und Natalia erhielten die Ermittler Hinweise auf mögliche weitere Straftaten im Zusammenhang mit Elisabeth Arabasa. Einer der ersten Hinweise kam vom ehemaligen Ehemann der Verdächtigen, Antonio Garnica. Er erwähnte, dass seine Cousine Elite vor 4 Jahren unter verdächtigen Umständen verstorben sei. Zu Lebzeiten hatte sie Elisabeth Geld geliehen und sich am Tag vor ihrem Tod mit ihr getroffen. Nach diesem Treffen brach Elite den Kontakt ab. Die Leiche wurde in der Wohnung ohne Anzeichen von Gewalt gefunden und die Todesursache blieb damals ungeklärt. Erst Jahre später, als man die Details miteinander verglich, begann man diesen Vorfall als potenzielles Verbrechen zu betrachten. Ein weiterer Vorfall betrifft eine Bekannte von Elisabeth, die Jahre später erzählte, dass sie sich nach einer Tea-Party im Haus der Verdächtigen plötzlich sehr unwohl gefühlt habe. Ihr war schwindelig, übel und sie hatte Orientierungslosigkeit. Die Gastgeberin bot ihr ein Medikament gegen Kopfschmerzen in Form einer blauen Kapsel an. Die Frau nahm die Tablette ein, wurde jedoch in der Nacht mit Verdacht auf Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte stellten eine Vergiftung durch eine unbekannte Substanz fest. Damals wandte sie sich jedoch nicht an die Polizei. Später gab sie zu, dass sie sich aus Angst, in einen Gerichtsprozess verwickelt zu werden, nicht getraut hatte, Anzeige zu erstatten. Genau diese Zeugin wandte sich später an den Anwalt der Familie Larissa, als in der Presse Berichte über mögliche Vergiftungen erschienen. Ein weiterer beunruhigender Umstand ist Elisabeths Versuch, eine Vollmacht für die Verwaltung des Geldes einer Frau zu erhalten,
die auf eine Entschädigung aufgrund eines Gerichtsurteils wartet. Diese Frau äußerte später die Befürchtung, dass sie das nächste Ziel sein könnte. Sie teilte dies den Ermittlern direkt mit, und ihre Aussage wurde offiziell in die Akten aufgenommen. Nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörden war in Elizabeths Verhalten ein bestimmtes Muster zu erkennen. Zunächst baute sie enge Beziehungen zu wohlhabenden Frauen auf, dann gewann sie ihr Vertrauen, woraufhin sich ihr Gesundheitszustand drastisch verschlechterte. Angesichts dieser Fälle ging die Untersuchung von einer möglichen Serie von Straftaten aus. Die Strafverfolgungsbehörden riefen öffentlich alle Personen, die mit verdächtigen Handlungen von Elizabeth konfrontiert waren, dazu auf, sich an die Polizei zu wenden. Auch andere Behörden interessierten sich für den Fall, darunter solche, die zuvor Fälle von ungeklärten Todesfällen im engen Umfeld der Familie Garnica zu den Akten gelegt hatten. Eine Vielzahl von Vorfällen, die durch ein gemeinsames Verhaltensmuster verbunden waren, ermöglichte es, eine Arbeitshypothese über eine mögliche Serie aufzustellen. Nach Erhalt der Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen trat die Untersuchung endgültig in ihre entscheidende Phase. Die Experten bestätigten das Vorhandensein einer Substanz auf Zinkphosphid-Basis im Körper von Larissa, ein Gift, das in einem verbotenen Präparat enthalten ist. Diese Information war entscheidend. Zuvor hatten Louis und Elizabeth behauptet, dass der Tod aus natürlichen Gründen eingetreten sei. Die chemische Analyse widerlegte diese Version jedoch vollständig. All diese Elemente, das Gift, die Suche, die falschen Erklärungen, die Manipulationen, fügten sich zu einer Kette von Beweisen zusammen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Larissas Tod sorgfältig geplant und unter Beteiligung mehrerer Personen ausgeführt worden war. Mitte April 2025 ging die Untersuchung in die Phase der offiziellen Anklageerhebung über. Auf der Grundlage der gesammelten Beweise, toxikologischen Gutachten, Telefonaufzeichnungen und bestätigten Unstimmigkeiten in den Aussagen erhob die Polizei Anklage gegen 3 Personen: Elizabeth Arabasa, Louis Garnica und seine Schwester Viviane Garnica. Die Hauptanklage betraf den vorsätzlichen Mord an Larissa Rodriguez durch Vergiftung. Die Ermittler stellten fest, dass Elizabeth nicht nur in den letzten Tagen ihres Lebens das Essen für Larissa zubereitet hatte, sondern auch im Voraus Informationen über giftige Substanzen gesucht, einen Plan zur Verschleierung des Verbrechens ausgearbeitet und die Maßnahmen mit der Familie koordiniert hatte. Louis wurde der Beihilfe beschuldigt. Er wusste von den Absichten seiner Mutter, hinderte sie nicht an ihren Handlungen, verschleierte die Vergiftungssymptome und beteiligte sich an der anschließenden Vernichtung von Beweismitteln. Außerdem drängte er auf eine schnelle Einäscherung der Leiche, um die Möglichkeit eines Giftnachweises zu verhindern. Viviane Garnica wurde als Gehilfin angeklagt. Ihre Beteiligung bestand in der Koordination mit ihrem Bruder, der Vernichtung digitaler Spuren, dem Versuch, Zugang zu den Bankkonten der Verstorbenen zu erhalten und der Unterstützung bei der Verschleierung der Details des Verbrechens. Die aus ihrem Telefon wiederhergestellten Nachrichten bestätigten, dass sie im Voraus von Larissas Tod wusste und an der Besprechung der Taktik für den Umgang mit der Polizei und den Ärzten beteiligt war. Gleichzeitig mit anderen Ereignissen begann die Untersuchung der Umstände des Todes von Natalia Garnica. Trotz des Fehlens einer toxikologischen Untersuchung zum Zeitpunkt des Todes leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Mordverdachts ein. Grund dafür waren das seltsame Verhalten von Elizabeth am Tag des Todes ihrer Tochter, ihre Weigerung, medizinische Hilfe zu rufen und Anzeichen, die auf eine mögliche Vergiftung hindeuteten. Ein weiterer Faktor war der vorherige Tod von Natalias Hund. Obwohl in diesem Case noch keine Anklage erhoben worden war, wurden die Unterlagen in ein separates Verfahren ausgegliedert. Die Anklage wurde offiziell an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Alle 3 Beteiligten wurden zu einer Vernehmung vorgeladen, nach der Elizabeth und Louis festgenommen wurden. Viviane erhielt eine Freiheitsbeschränkung mit der Auflage, die Region nicht zu verlassen, und ihr Reisepass wurde eingezogen. Gleichzeitig gab das Gericht dem Antrag auf Beschlagnahme des Vermögens der Familie Garnica und dem Einfrieren aller Vermögenswerte, auf die die Verdächtigen Anspruch erheben konnten, statt. Der Fall fand große Resonanz in der Öffentlichkeit. Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Aktivisten diskutierten in den Medien Fragen der Ineffizienz der Prävention von häuslicher Gewalt, der rechtlichen Lücken beim Schutz von Frauen und der Unfähigkeit, Warnsignale rechtzeitig zu erkennen. Viele wiesen darauf hin, dass die Tragödie hätte verhindert werden können, wenn die staatlichen Stellen frühzeitig eingegriffen hätten.
Der Prozess gegen Larissa Rodriguez begann im Juli 2025 und wurde von den Medien und der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die Hauptfiguren waren 3 Angeklagte: Elisabeth Arrabaza, die Mutter von Luis Garnica, der Witwer von Larissa und seine Schwester Viviane. Die Anklagepunkte umfassten vorsätzlichen Mord mit erschwerenden Umständen, Beihilfe, Vernichtung von Beweismitteln und versuchten Diebstahl fremden Eigentums. In der ersten Verhandlung hörte das Gericht die Anklage an. Die Staatsanwälte legten eine vollständige Chronologie der Ereignisse vor, beginnend mit der Verschlechterung von Larissas Gesundheitszustand, den nachgewiesenen Versuchen, sie zu vergiften, den digitalen Beweisen sowie den festgestellten Widersprüchen im Verhalten der Verdächtigen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Aussagen der medizinischen Sachverständigen gewidmet, die das Vorhandensein von Zinkphosphid im Körper der Verstorbenen bestätigten, sowie der Analyse der Suchanfragen und Korrespondenz von Elizabeth, die auf ihre Vorbereitung auf das Verbrechen hindeuten. Die Verteidigung versuchte, die toxikologischen Ergebnisse anzufechten, indem sie erklärte, dass die Vergiftung nicht zu 100% bewiesen werden könne. Die Untersuchungen wurden jedoch von unabhängigen Labors durchgeführt und das Gericht hatte keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Gutachtens. Luis seinerseits erklärte, dass er nichts von den Handlungen seiner Mutter gewusst habe. Dem Gericht wurden jedoch Korrespondenz- und Audiodateien vorgelegt, die belegten, dass er seine Schritte nach dem Tod seiner Frau mit Elisabeth und Viviane abstimmte. Viviane behauptete, dass sie ihrem Bruder nur helfen wollte und keine Kenntnis von der tatsächlichen Straftat hatte. Das Gericht bewertete jedoch ihre aktiven Handlungen zur Verschleierung digitaler Spuren, den Versuch, auf Larissas Konten zuzugreifen und die Verfälschung von Informationen für die Polizei. Ihre Rolle in dem Fall wurde als Beihilfe und Irreführung der Ermittlungen eingestuft. Parallel dazu wurde der Fall des Todes von Natalia Garnica verhandelt. Trotz fehlender toxikologischer Daten erkannte das Gericht die Verdachtsmomente gegen Elisabeth als begründet an Zeugenaussagen, Übereinstimmungen im Verhalten und das Motiv der Erbschaft wurden in den Gesamtkontext des Falles einbezogen, was die Schwere der Anklagepunkte verstärkte. In seinem Schlussplädoyer stellte der Richter fest, dass die Tat kaltblütig, aus Habgier und unter Verwendung von Gift begangen wurde, was einer besonders grausamen Form des Mordes gleichkommt. Die Täter versuchten, ihre Spuren zu verwischen, die Wahrheit zu verbergen und sich materiellen Vorteil zu verschaffen. Das Gericht stufte die Handlungen von Elisabeth als Organisatorin, die von Luis als Mittäter und die von Viviane als Beihilfe und Beteiligung an der Vertuschung des Verbrechens ein Urteil. Elisabeth Arrabaza, 30 Jahre Freiheitsentzug in einer geschlossenen Anstalt mit strengen Haftbedingungen, ohne Recht auf vorzeitige Entlassung während der ersten 20 Jahre. Luis Garnica, 22 Jahre Freiheitsentzug mit zusätzlichem Verbot der Ausübung medizinischer Tätigkeiten. Viviane Garnica, 12 Jahre Haft, davon 6 Jahre unter Freiheitsbeschränkung mit obligatorischer elektronischer Überwachung und ständiger Aufsicht. Die Familie von Larissa zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Der Vater und der Bruder waren bei jeder Verhandlung anwesend. Nach der Urteilsverkündung wurde Larissas Fall zu einem Präzedenzfall. In mehreren Bundesstaaten wurden Untersuchungen zu ähnlichen Fällen von plötzlichem Tod ohne Obduktion eingeleitet. Außerdem wurde die Frage einer Gesetzesänderung hinsichtlich der obligatorischen toxikologischen Untersuchung bei Todesfällen unter zweifelhaften Umständen aufgeworfen. Die Geschichte endete mit einem harten, aber gerechten Urteil. Der Mord, der als tragischer Unfall dargestellt werden sollte, wurde dank der Beharrlichkeit der Angehörigen, der Arbeit der Anwälte und der Aufmerksamkeit der Ermittler aufgedeckt. Das Gericht setzte einen Schlusspunkt unter den Fall und behielt sich die wichtigste Feststellung vor. Selbst ein sorgfältig geplantes Verbrechen kann nicht verborgen bleiben, wenn die Wahrheit auf der Seite derer steht, die Gerechtigkeit suchen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.